Wir befinden uns am Bodensee in der Schweiz, um euch das mechanische In-Row-Hackgerät ZUSA 3 von Jagoda vorzustellen. Dazu treffen wir Urs Rotishauser, der den Betrieb mit 40 Hektar leitet und die Jagoda ZUSA 3 vor einigen Jahren direkt aus Polen importiert hat. Mein Name ist Urs Rotishauser. Ich führe einen Familienbetrieb in Gottikhofen. Das ist am Bodensee in der Schweiz. Wir haben verschiedene Standbeine. Das eine ist der Rindermast mit 170 Mastrindern, nur weibliche Tiere. Das zweite Standbein ist der Kürbisanbau und das dritte Standbein ist die Kompostierung. Der Kürbisanbau betreiben wir schon seit 20 Jahren. Wir hatten zuerst alles auf Mulchfolie und das war dann mit der Zeit flächenmäßig unpraktikabel. Und sind dann in der Steiermark auf die Ölkürbisproduktion gestoßen und die machen das schon lange so mit 3 Reihen, dreireihiger Anbau mit Hacktechnik. Und so haben wir angefangen. Ich habe eine gebrauchte Sämaschine in Österreich gekauft, plus ein Hackgerät für zwischen den Reihen. Und hatten dann aber ein Problem, dass wir in der Reihe noch nicht hacken konnten. Nach Recherche und nach langer Suche und vielen Gesprächen sind wir dann auf die Maschine von ZUSA gekommen. Mit der können wir hydraulisch in der Reihe hacken. Und das ist für uns eine riesen Arbeitserleichterung. Früher mussten wir zwischen den Reihen von Hand mit der Pendelhacke durch und das können wir jetzt maschinell machen und das ist für uns ein großer Gewinn. Inzwischen gibt es Vertriebspartner auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben der von uns vorgestellten dreireihigen Version gibt es die ZUSA Kreiselhacke auch als ein- und zweireihige Version. Wenn ihr zukünftig auch mehr über Nischentechniken erfahren möchtet, abonniert gerne unseren Kanal. Die dreireihige Ausführung ist für etwa 12.800 € ohne Mehrwertsteuer erhältlich. Die ZUSA 3 ist mit 6 Hackkreiseln ausgestattet, 2 pro Reihe. Jeder Mitfahrer bedient mit Hilfe von Hebeln 2 Hackkreisel und kann diese quer zur Fahrtrichtung in die Reihe hineinschwenken und nach außen, um die Kreisel um die Kulturpflanze herumzuführen. Die Kreisel sind mit nach unten zeigenden Federstahlzinken ausgestattet. Damit die Zinken nicht zu tief in den Oberboden eindringen, wird der Kreisel auf einer Stahlhalbkugel abgestützt. 2 Stützräder führen das Hackgerät in der Höhe. Einsetzbar ist die ZUSA 3 in Kulturen mit 80 cm bis 1,80 Meter Reihenabstand. Die ZUSA 3 ist mit einem eigenen Hydrauliksystem ausgestattet, das mit einer zapfwellengetriebenen Hydraulikpumpe den nötigen Öldruck bereitstellt. Dadurch reicht für den Einsatz bereits ein Schlepper mit einer Leistung ab etwa 60 PS. Bedingung ist, dass er die Maschine inklusive der 3 Mitfahrer, also etwa 1 Tonne Gewicht heben kann. Außerdem wird eine 540er Zapfwelle und 2 doppelt wirkende Steuerventile für den Betrieb benötigt. Seht ihr die Kreiselhacke als Alternative zu autonomen Hackgeräten? Schreibt es uns in die Kommentare. Insgesamt ist Urs Rotishauser begeistert von der Kreiselhacke ZUSA 3, denn die mechanische Unkrautbekämpfung mit der Kreiselhacke von Jagoda ist deutlich effizienter als das Hacken von Hand. Und das, obwohl die Flächenleistung bei 1,5 km/h Fahrgeschwindigkeit und 4,50 Meter Arbeitsbreite, was 0,5 bis 0,7 Hektar entspricht, nicht besonders hoch ist. Wir beurteilen das Arbeitsbild der ZUSA 3 bei unserem Besuch als sehr gut. Die Mitarbeiter konnten Unkräuter zwischen den Reihen sauber entfernen, ohne die empfindlichen Kürbispflanzen zu beschädigen. Der unkrautverschüttende Effekt der rotierenden Zinken ist gut. Viele weitere Informationen zu der ZUSA 3 findet ihr in unserer Februarausgabe.